Ein Faust mörtet gegen ein Badesimmerte. Das Holz splittet näh am Scharnier. Ein Frau presst ihren Augen gegen die kalten Fliesen. Beide auf ihren Mann gepresst. Ihr Telefon samt auf dem Waschbecken. 37 verpasst Anruf. Die Tür wackelt erneut. Die Stimme auf der anderen Seite. Liesend glitschmig sei ich, sagt wohl na reden. Sie kannte die Stimme. Sie wusste, was nach dieser Stimme kam. Sie glitt auf den Boden und wartete darauf, dass die schon ihr Nacke bin. Ihr Name war Rachel. Sie war 29 Jahre alt. Sie hatte einen Blutgas an ihrem Kinn in der Form von Nöcken und Schellen. An den 40 Minuten war das sei in die letzte Bar in dieser Stadt gehan, in die jemand allein gehan wollte. In Hells-Angels-Clubs auf der schlechten Seite der Autobahn. Was der große Mann an der Bar so flüstert, wo red alles wird enden. Bleibt bei mir. Rachel war seit 3 Tagen auf der Flucht. Nicht vor dem Gesetz, nicht vor einem Verbrechen, sondern vor ihrem Mann seit 4 Jahren, vor Derek Monroe. Derek hatte ihren einem Dienstagmorgen über ein Tass Kaffee die nächst gebrochen. Derek hat 6 Stunden lang geflüstert, dass es am Led zu, während sie auf dem Badezimmerboden saß, mit einem Beutel gefrorener Erbsen an ihr Gesicht gepresst. Derek hat es das folgende Wochenende wieder getan. Hat ihren Kopf gegen die KU hellskränkte geschlagen, weil sie die Fossi-Sensort auf sein Sandwich gestrichen hat. Am Sonntagabend, wohin Derek bei einem Arbeitsessen war, hat Rachel ein Reisetasche gepackt. Zwei wechselgarnischen Kleidung, ihren Reisepass, den Ring ihrer Matte, $400 in bar. Da sie fast ein Jahr lang in einer Tampon-Schachtel unter dem Waschbecken versteckt hat. Sie hat den SUV, den Derek gekauft hat, in der Einfahrt stehen lassen. Sie hatte den alten Honda Civic genommen, der noch auf ihren MT-Dächenemen zugelassen war. Sie war unplangen sein gefahren, mit dem Ziel Distanz zu gewinnen. Das Problem war, dass Derek einen Bruder hat, an Dereks Bruder war Sergeant bei der Bezirkspolizei. An Dereks Bruder mag es nicht, wenn jemand seinen kleinen Bruder schlägt aussehen leis. Rachels Telefon hat, in den ersten 12 Stunden, all 90 Sekunden geklingelt. Sie hat es in einen Graben neben einer Tankstelle in Yuma geworfen, was ihr 6 Stunden still beschert. Dann fiel ein, dass Honda über einen GPS-Tracker wirft GT, der vor 4 Jahren vom Händler installiert worden war. Sie hat einem Mechaniker $80 in bar bezahlt, ihn aus der Werkebelang unter dem Armaturenbrett herausreißen. Am 3. Tag lief sie auf Diner, Kaffee und Pure Adrenalin. Sie hat mehr als ein Stand am CKK geschlafen. Jeder Pickup-Truck in ihrem Royuke-Spiegel sah aus wie Dereks. Jeder Mann in einer schwärmte sie in jeder Saftsuhl sah aus wie sein Bruder. Sie war halb überzeugt davon, dass sie den Verstand wolle. Und dann sah sie die Bar. Sie saß abseits der Autobahn auf einem langen Straße, in Abschnitt unjäglich, Bebauung auf beiden Seiten, 4 Kilometer. Ein niedriges Siegelstinger bei und mit einem verrosteten Metalldach. Ein Kiesparkplatz voller Motorräder. Wielit 30 Daven. Wielit 40. All in demselben Winkel aufgereiht, als waren sie mit einem Lineal abgemessen wurden. In Asselasens Schild über der Tür, rot gestrichen. Die Ironworks, darunter kleiner in des Brett geschnitzt, begleitet an GE-Stay. Rachel verlangsamt den Hunde. Ihr erster Instinkt war, weiter zu fahren. Jede Frau in Amerika wird vor einem solchen Ort gewohnt. Jede Frau in Amerika wurde angewiesen, Bar zu meiden, wo diese Art von Motorrädern in dieser Art von Reihe geparkt ist. Aber dann dacht sie an Derek und dacht an Dereks Bruder in seiner Uniform. Und dacht an den Fandang Sofraf, der mit Gletscherweißskon auf o Kensitchen herausgegeben worden war, wenn sein Bruder die richtigen Gefälligkeiten infordert hat. Und sie dachte, Derek wird mich hier niemals sehen. Sie fuhr auf den Parkplatz. Sie parkt den Honda zwischen zwei schwarzen Pickups in der hintersten Eck, wo von der Straße aus am schwersten zu sehen war. Sie saß 90 Sekunden lang hinter dem Steuer, die Eschen auf 10 und 2, ihr Atemsjickers an Flatsch. Dann klappte sie Sonnenblend herunter und sah sich in dem kleinen Spiegel an. Der Blutgas an ihrem Kinn hat die Farbe einer schwarzen, alten Pfleim angenommen. Der Schnitt auf ihrer Lippe war so eine dunklen dunklen Linie verhält. Ihre Haar war seit dem Verlassen des Hauses am Sonntagabend nicht gewaschen worden. Ihre Augen hatten den Blick eines Tiers, das so weit und so lang gejagt worden war.
Sie dachte, ich sie genau wie jemand aus, der hier nicht hinkauert. Dann dacht sie dackert. Welit ist das der Punkt? Welit hat niemand nach jemandem, der so aussieht, an einem Ort wie diesem. Sie klappt die Sonnenblende wieder hoch. Sie snappt sich ihre Handtasche. Sie öffnet die Ortote. Der Kies nuschert unter ihren Stiefeln. Das Geräusch ihrer eigenen Schritt war so laut in ihren Ohren. Ihr Herzschlag ihr bis in den Hals. Sie konnte Musiken geben jud Ohren. Etwas Altes, etwas mit einer Slide-Gitarre und einem ambenennen Stimme, die von einer Frau sang, die gegangen war. Sie legte die Haar auf die Teer des Ironworks. Der Griff war warm von der Sonne. Sie stieß die Tür auf, und jeder Inselmann in dieser Bar dreht den Kopf. Sie handelt zu Geschichte. Sie sagt halt sich später, als sie wieder atmen konnt. Twintu Biereteich verwittert, die Tuiat Geschichte, die sich in einer langsamen Bewegung zu der Frau amdrehten, die gerät sollte herinkommen war. Die Musik spielt weiter. Niemand sagt ein Wort. Rachel die Angtil eine Sekunde lang den Gedanken samdrehen. Heinoschen. So, sie gehen den Hunde. Fahren, bis der Sprit all ist, und dann den Rest des Weges zu Fuß gehen. Das tat sie nicht. Sie tat einen Schritt hinein, dann noch einen. Die Tür fiel hinter mit einem leisen Klicken zu. Die Bar selbst war ein langes dunkel Holzblatt an der hinteren Wand. Dahinter ein Wand voller Flaschen und ein Spiegel und ein Mann, der ein Glas poliert und oft ja Art hätte zu polieren. Zu ihrer linken Bildertisch. Zu ihrer rechten ein Reihe von Nischen. An der Bar selbst acht oder nunmehr auf Barhocken. All wandten sich ihr zu. Und am Ende der Bar, auf dem letzten Hocker, saß der größte Mann im Raum. War nicht groß. War breit Schultern wie die Motorhaube eines Autos, ein dicker Hals, der direkt in einen noch dickeren Kopf überging, grau in seinem Bart. Ein Ledwest mit auf het Hirn, die sie von hier aus nicht lesen konnt. Ein Kaffeetas war kein Bier. Kaffeetas. Saß sie an jeden Ausdruck. Rachel wusste nicht, wo sie sitzen sollte. Sie wusste nicht, ob sie überhaupt sitzen dürft. Sie ging zur Bar. Sie hatte einen Hocker. 3 Plätze war vom groß en Mann entfernt, weil sie nicht direkt neben einem sitzen wollt und nicht ganz am anderen Ende sitzen wollt. Als du Rasser sich vor ihm verstecken. Der Barkeeper kam langsam herüber und trocknet sich die Eichhand an einem Handtuch ab. War etwa 60. Ein grauer Zopf, in US Navy, Tattoo auf seinem Unterarm. Kann ich helfen, Mom? Wasser, sagt Rachel. Ihr Stimme klang weikratzen. Sie räuspert sich. Na Wasser, bitt. Der Barkeeper sah sie einen langen Moment an. Dann sah ihr wobei die Bar entlang zu dem großen Mann mit der Kaffeetasse. Den Sigma lief zwischen ihnen ab. Rachel bemerkt es nicht. Der Barkeeper nickt einmal. Griff unter den Tresen. Holt ein sauberes Glas heraus. Feuert es aus einem Wasserhahn. Stellt es vor auf ein Papier serviert. Aufs Haus. Rachel antwortet nicht. Sie nahm das Glas mit beiden Händen und trank die, schlaf Devon in einem Sog. Für 1 Minute gesture nichts. Die Musik spielt weiter. Die Männer wandten sich weiter ihren Versprechen zu. Die Billardkugeln begannen wieder zu klicken. Die Bar karte so etwas wie Normalität zu, CK. Rätschelten senkten sich wie Leid am einen Viertelsohl. Dann setzte sich jemand auf den Hocker direkt neben ihr. Nicht der Großmann. Noch nicht. Dieser war gewilligt 35 schlanke. In rots Bandana am den Kopf. In Lucellen, das kein richtiges Lucell war. Roch nach Whisky und Schweiß und Zigaretten. Hey, Schützchen, sagte Würferin. Rachel sei nüchtern. Sie sah auf ein Glas. Ich bin in Ordnung. Danke. Das glaub ich der. Wo ist die in alter Hörer? Ihr kommt, sagt Rachel, was in einer Weise stimmt, und die sie nicht denken wollt. Ach so. Willst du auf ihn warten einen richtigen Drink? Nein, dank. Der Mann mit dem Bandana lehnte sich ein wenig in her. Sie konnte seinen Atem auf ihrer Schulter spüren. Weit du, das hier ist ein privater Club, Schürtchen. Mit Kleider und Jest, bist du ein Gast. Rachels Hand umklammert das Wasserglas fester. Sie spürt, wie das Sitten wieder in ihrem Handgelenk begann. Die Bar war ein wenig stiller geworden. Ein paar andere Männer an der Bar sahen jetzt zu. Und dann, unbesonder Eil, stand der Großmann am Ende auf von seinem Hocker. Ging an 2 leeren Plätzen vorbei. Bleibt direkt hinter dem Mann mit dem Bandana stehen. Hat seine Stimme nicht,
aber hat ihn nicht, als dann ink dort nagenig das der Bandana, man ihn spielen konnte. Terry, das war alles, was sagt. Ihn wort, ihn nehm. Der Mann mit dem Bandana schloss vereilen haben Moment die Augen. Dann stand langsam auf und ajoakte so hocke weiter, und noch etwas zu sagen. Der Großmann setzt sich auf den Hocker, den Terry gerät verlassen hat. Sah Rachel nicht denn. Nahm sein Kaffeetess, die der Barkeeper Wiskan an dieses Ende der Bar gestellt hat, und das Rachel es bemerkt hat. Trank einen Schlag. Stellt sie ab. Dann drehte den Kopf ein wenig und sah sie an. Du hast jemanden, der dich sagt. Es war kein Frage. Rachel konnte nicht antworten. Ihre Kehle hatte sich zusammengezogen. Ich will kein Geschichte, sagte er. Ich frage, ob jemand nach dir sagt. Ja oder nein? Rachel nickte einmal. Kommt das Auto, mit dem du hergefahren bist? Sie schüttelte den Kopf. Es ist nicht seins, es ist meins. Kennt wir legt die Kennzeichen. Ich weiß nicht, sein Bruder tat das. Der Großmann ließ des einen Moment sacken. Trank noch einen Schlag Kaffee. Sein Bruder? Was? Rachel muss das Wort herauspressen. Sheriff. Etwas ändert sich im Gesicht des großen Manns. Nicht viel. Ihn klein zusammen sie han in dem Mundwinkel. Aber jeder Mann in der Bar, der nah genug war, es zu errennen, war wieder still geworden. Die Billardkugeln erraten auf zu klicken. Der Großmann dreht sich langsam auf seinem Hocker, so dass eher direkt zugewandt war. Lächelt nicht, war aber auch nicht zornig. Seine Augen waren ruhig und grau und sehr watch. Lehnte sich so nah heran, dass sie an rennen konnte. Ha mir zu, sagte Lies, fast ihn flüstern. Du kennst nicht, und ich kenn dein Geschichte nicht, aber niemand wird dich in diesem Jebbe gut anfassen. Nicht gut nackt, nicht jemals. Ich wird, rust du mich? Rachel spürrot, wie etwas in ihrer Brust aufbrach. Sie nickt, Gott, sagt ihr. Trinkt ihn Wasser aus. Es gab sein Kaffeetas so herbe, dass sie zwischen ja an dem Rest des Reims wie ein klein Mauer stand. Atmi? Sagt ihr. Anna atmen. Du bist in Sicherheit. 10 Minuten. Niemand wird dich in den nächsten 10 Minuten finden. Rachel schloss die Augen. Sam ersten Mal sie 3 Tagen leis, sie ihre Schultern ganz vollen. Der Barkeeper füllt ihr Wasser nach. Die Musik spielt. Die Belagten begannen weiter zu klicken. Für 10 Minuten war Rachel Monroe in Sicherheit. Dann offenbart sich die Tür. Der erste Mann durch die Tür war Derek. Trug das Blei auf ihm, das sei ihm vor 2 Jahren zum Geburtstag gekauft hat. Sein Haar war gekämmt, chelte des Erzählen, dass sich fremd aufhob. Das Erchen, das Eltern 4 Jahre lang geäschert hat. Der zweite Mann durch die Tür war sein Bruder, Sergeant Ray Monroe, in voller Uniform. Warf dem der FA Hand auf dem Kolben, so wie es immer tat, wenn wollte, dass man es bemerkt. Der dritte Mann war ein Deputy, den sie nicht kannte. Jung, Herr Chastens 25, säcklich anwohl. Der Bar fiel in Totenstill. Dereks Augen wanderten durch den Raum. Beim dritten Durchschweifen fanden sie Rachel. Ihr Fallum et Nikosa Selachelm. Hallo Schatz, sagt Sein Stimme war sanft. Sein Stimme war vor anderen Menschen immer sanft. Rachel bewegt sich nicht. Der Großmann nebenan bewegt sich ebenfalls nicht. Dreht den Kopf nicht. Stand nicht auf. Hielt wie die ich nennt Flag auf der Bar, Handflächen nach Anten, Finger gespreist. Aber hinter Rachel, ohne einen Laut, stand jeder Mann im Raum auf. Nicht illig, nicht skrähend, einfach ausstehend. Stius gaben einen nach dem anderen so okay. Cues wurden auf den Billardtischen abgelegt, Eichnen glitten von Drinks. 22 Männer erhoben sich in der Art langsamer, koordinierte Bewegung, die viel weniger nach einer Basin außer und viel mehr nach einer militärischen Formation. Sergeant Ray Monroe trat einen Schritt vor. Gottene Band, mein Herren. Hielt ein Blatt Papier hoch. Ich bin Sergeant Monroe von der Bezirkspolizei. Dies ist ein Wohlfahrtskontroll. Dies Frau ist mein Scheugerin. Sie hat seit 4 Tagen ihre Medikamente nicht mehr eingenommen. Ihre Familie macht sich Sorgen am Sei. Wir sind hier, sie nach Hause zu bringen. Der Großmann neben Rachel hat sich immer noch nicht bewegt. Sprach, ohne sich anzudrehen. Welche Medikamente? Der Sergeant blinzelt. Entschuldigung. Welche Medikamente hat sie abgesetzt? Sie sagten Vortage. Wie heißt das Medikament? Das sind private medizinische Informationen.
Sir. Dann ist das Keen Wohlfahrtskontroll. Der Barkeeper hinter dem Tresen hat bereits ihn Telefon herausgezogen. Hielt es auf Schulter die Kamera auf das Imagine in der Tür gerichtet. Sagt nichts. Hielt es einfach dort. Der Deputy im hinteren Teil sah das Telefon. Sein Desiket verändert sich. Derek trat einen Schritt vor. Rachels Schatz kam. Das ist peinlich. Lass uns einfach nach Haus gehen. Rachel sagte nichts. Der Großmann dreht sich schließlich auf seinem Hocker. Sir? Sagte so Derek flitsch fast sanft. Sie geht nicht mit Ihnen. Halten Sie sich da raus, Kampel. Ich bin drin. Will Sie an meiner Bar sitzen, Sie in meiner Tür stehen. Also bin ich per Definition drin. Sergeant Monroes Hand rot noch immer auf seiner Wurf. Sir, ich würde Sie bitten, sich von so entfernen. Der Großmann dacht hinach. Dann antwortete in einer Stimme, die fast angenehm klang. Sergeant, ich möchte, dass Sie sich in diesem Raum amsehen. Der Sergeant sah sich nicht, hielt die Augen auf den Großmann gerichtet. Sat Sie sieht schon, sagte der Großmann noch einmal leise. Bitte. Diesmal sah der Sergeant hin, 22 Minuten, auf den Beinen. Drei von ihnen mit Telefonen in den Handen, all drei aufnehmend. Zwei von ihnen in Lederwesten mit Veteran offen hören. Einer von ihnen, ein Grocke Feider Mann in einem Flanellhemd, der langsam aus einer Nische in der Eck aufstand, die Rachel vorher gar nicht bemerkt hat. Mit einem Jessica-Ausdruck, der zu jemandem gerät, der viel Jahre in einem Jerky-Saal verbracht hat. Der Großmann sprach nut, noch immer les, noch immer flitsch. Sergeant, mein Freund in dem Flanellhemd ist Mike Delaney. Mr. Delaney war 22 Jahre lang Bandesrichter, bevor in den Ruhestand ging. Der war als stellvertretender US-Staatsanwalt. Im Moment beobachtet wie sie in einem privaten Unternehmen stehen, Ethikleute außert hier ihres Sast Indicatsberichts, und der Schutzbefehl, und ein Awatch-Scene froh aufworden, mit dem Mann zu gehen, der den Blutglas in ihrem Kinn hinterlassen hat. Ich heb das nicht. Derek, halten Sie den Mann. Der Großmann hat sein Stimme nicht erhoben. Sergeant Monroe, wir all sehen Ihre Hand an Ihrer Waffe. Wir all sehen die drei Telefon, die aufnehmen. Wir all sehen, dass der John Deputy hinter Ihnen nicht higher sein Malchet. Hat vor 2 Minuten begriffen, was das higher ist. Den Ohren des Deputies war die Art ins Jesset gestiegen. Wenn Sie mir noch folgen, können Sie jetzt den abonnieren. Knopf, denn was in den ersten 60 Sekunden passiert, ist der Grund, warum dies existiert. Der Großmann fuhr fort also, hier ist, was gleich passieren wird. Sie würden ihre Hand von ihrer Waffe nehmen. Sie würden durch das Tor zurücktreten. Sie würden ihren Bruder zurück in die Bar fahren, aus der sie ihn geholt haben. Und niemand in diesem Raum wird ein Beschwert einrichten wegen eines Sergeants, der nicht autorisiert Extraction 80 Kilometer außerhalb seines Bezirks mit einem Zivilisten im Schlepptau durchgeführt hat, was we Mr. Delaney bestätigen kann aus Ried, ihn Rente zu kosten und möglicherweise Freiheit. Der Deputy hinter dem Sergeant sprach zum ersten Mal. Sehr lies wir müssen gehen. Derek's Latschel war abgeglitten. Seine Schnander hatten angefangen zu sitzen, so wie sie es kurz täten. Rachel kannte das Hand. Sie hat gespart, wie sie sich ihr Kiels geschlossen, am Tua morgens in einer Küche in einem Haus, das sie einmal Juhaus genannt hat. Derek's Hand sagt. Das war alles, was tat. Nur ein Sachen. An Derek traf die schlechteste Entscheidung seines Lebens. Stuende los. Derek schafft einen Schritt, vielleicht anderthalb. Der Großmann schlug nicht. Tackelte nicht. Trat nicht. Der Großmann stand einfach von seinem Hocker auf und streckte einen dicken Arm. Handvoll geoffnet, direkt in Dereks Brust. Es sah fast bildüffig aus, wie ein Mann, der in den Einkaufswagen auflaut. Dereks Körper traf diesen Arm und schaut auf sich zu bewegen. Sein Fuß machten weiter. Seine Schufen machten weiter. Sein Kopf snappt ein wenig vor. Der Rest von ihm krocht in die Fleischhand des Großmannes und prallte davon aber fell auf den Boden des Ironworks auf seinen Armhücken. Dereks Atem entwich in einem langen Ho. Bewegt sich nicht. Der Deputy in der Tür hat 3 Schritte zur Keck gemacht und beide Hände in die Luft gehoben. Sergeant Ray Monroe zog sein Waffe. Der Raum sagt nicht zusammen. Was Ray Monroe sah,
Ose dies Dienstpistol auf den großen Mann der Bar richtet. Fri. Ihr sah einen graukämpfigen Mann in einem Flannelhemd ein Telefon aus der Tasche nehmen und aufnehmen, das wird Telefon im Raum mit der Kamera auf gerichtet. Sah zwei Biker in der ein, hiederte ruhig David tritten, so dass nicht raugabs Ratsheinosgen konnt, ohne einen vorbisichen. Sah einen Mann am Billardtisch sin Hand unter die filzig Hue, als sie daven gleiten und ein Schrotflinte herasieren. Die offensichtlichen Jassamten ben dort gewesen war. Sah den Barkeeper hinter dem Tresen mit einem Telefon in einer Hand an einem Revolver in der anderen, der ruhig auf dem Haus lag, nicht auf jemanden gerichtet, nach sichtbar. Sah, dass jetzt einsam eich in diesem Raum, auf ein gerichtet war an das Kiens, von ihnen Angst seid. Und sah Schleiß, liegt den großen Mann. Der entspannt war am Stand, biedetchen jetzt offen an den Seiten, der ihn mit dem Kleinstmann glitschen Chellen anleitet. Sergeant, sagt der Großmann, sie haben ein Geladin warf auf ihnen anbewaffneten Zivilisten in einem privaten Unternehmen, 80 Kilometer, außerhalb ihres Bezirks gerichtet, ohne Haftbefehl, ohne Heinrichenden Tatverdacht und ohne Wurstrückung außer einem Deputy, der Gerät dabei ist, sein Radio zu greifen, seinen eigenen Vorgesetzten anzurufen. Das sind wir verbrechen in etwa 6 Sekunden. Machen Sie eine few Enfitsbichen. Ray Monroe bewegt sich nicht. Leg Sie nieder, Ray. Die Stimme des Deputies brach. Verleg Sie jetzt nieder, bitte. Ray Monroes Hand begann zu zittern. Derek, sagte er, und seinen Bruder ansehen. Derek, steh auf. Derek stand nicht auf. Derek Martin kleines nasses Gera asch auf dem Boden. Ein Spichelfäden lief an seinem Kinn herunter. Ray, sagte der Deputy noch einmal. Ihr hat jetzt Simajin Hand an seinem eigenen Radio, hat es aber noch nicht jedo Arcade. Nicht jetzt, Ray. Wir würden ins Auto steigen. Wir würden zur Bezirksgrenz fahren, und du wirst mir auf dem Weg Erkel rennen. Warum du gerät auf einen Zivilisten, wo wir Kameras gesogen hast, und dann wird ich entscheiden, was ich dem Kapitän sage. Der Arm des Sergeants sank herab. Sa langsam holstert die Waffe. Sieht auf Rachel. Gesei machen einen Fehler. Rachel fand ihr Stimme. Sie wusste nicht, wo sie herkam, aber sie kam. Nein, Ray, sagt sie. Das tu ich nicht. Der Großmann trat ihn wenig sehr Zeit, so dass zwischen Rachel und dem Sergeant stand. Nicht auf sie nervigend, einfach im Weg. Sergeant Monroe, sagte, niemand sei ihren Bruder angehand sie. Mr. Delaney wird bis Fadien für eine Kopie der Aufnahmen von heute Abend an den Staatsanwalt des Bundesstaats schicken. Es liegt an Ihnen an Ihrer Abteilung, weil Sie dabei aussehen. Wollen Sie die in chesten 5 Jahre Ihres Lebens in Jerusalem verbringen, oder wollen Sie die in die chesten 5 Jahre Ihres Lebens damit verbringen? Ruhig nach einer Beschäftigung zu suchen. So oder so, Sie gehen. Der Deputy bekeckt sich. Sagt Derek an einem Arm hoch. Derek war noch nicht ganz bei sich. Sein eigen Pfoten nicht. Der Deputy erfahrt die in halbwegs laufend, halbschleifend zur Tür. So der Biker treten zur Seite, sei vorbizulassen. Ray Monroe ging als hinter ihnen heraus. Sein Hand hat den Griff der holsterten Waffe nicht verlassen. Wich bis in den Rahmen zur CK. Sie dort für einen langen Moment und sah Rachel an. Was auch immer sagen wollte, sagt es nicht. Dreht sich an ging hinaus. Die Tür fiel zu. Die Musik, die knei auf der Art hat zu spielen, klang plötzlich laut in Rachels Ohren. Für einen langen Moment bewegt sich niemand. Dann hat du bei den Billardtischen jemand laut aus. Und dann lacht jemand anders, ein kurses, nervöses Lachen. Und dann glitt die Schrotflinte zur Sache unter den Billardtisch. Und der Revolver verschwand wieder unter der Bar. Und der Grocko feigte im Flannelhemd bindet, sehen Aufnahme und kam gemütlich auf Rachel zu. Der Großmann hat sich nicht bewegt. Stand noch immer zwischen Rachel und der Tür. Dreht sich lich und sah auf sie hinunter. Geht's dir gut? Rachel versuchte zu antworten. Sie konnte nicht. Sie zittert so stark, dass sie ihre Gegen einander klapperten. Sie hat 3 Tage lang nicht geweint. Sie hat vorher lang nicht geweint auf eine Art, die sie heulte. Aber ihre Augen waren jetzt feucht und ihre Nase lief. Und ihr ganzer Körper tat das, was in Dereks Haus nahe hat, die ihr von einfach zusammenbrechen an einem sicheren Ort.
Der Großmann war hot sei nicht. Zog den Hocker wieder heraus. Legte ein Hand sehr sanft für Gino 1 Sekunde auf ihre Schulter. Dann nahm sie weg. Sitz, sagte atme. Es ist vorbei. Atm. Rachel setzt sich. Der Mann im kleinen Hand kam her, beanlegten die Volltits, taskentak auf die Bar vor Eier. Sauber, geb Geld, Mom, sagte er. Mein Name ist Mike. Ich bin ein pensionierter Richter. Ich würde Ihnen helfen mit dem, was als Nenches kommt. Aber erst, wenn Sie noch ein Glas Wasser getrunken haben und etwa 10 Minuten still gesessen haben. Ist das in Ordnung? Rachel nickt. Igendo hinter ihr sagte jemand sehr leise, La Jesus Christus Diesel. Und so erfuhr Rachel Monroe den, nehmen des Groß, in Mannes. Diesel, sein richtiger Name war James Callahan. Das orderte Rachel später erfahren, im Hinterzimmer, auf einem abgewetzten Ledersofa sitzen mit einer Tasse Ichu Nebru, die froh von jemandem aus der Kiuchi mitgebracht hat. James Callahan, 48 Jahre im United States Marine Corps, acht Devon in der Militärpolaise, 2-1 im Irak, in Bronstern, über den nice Brach. Art war 20 an den Land zurückgekehrt, dass nicht mehr ganz kannte. Hat 2 Jahre lang versucht, als ziviler Polizist zu arbeiten. Hat aufgeschwört. Asa hatte Rachel speakte, dass aufgehört hat, weil jeder in seine aslich Gewalt Einsatz, zudem in diesen 2 Jahren ausgekehrt war, damit indeed, dass die Frau dem Mann so hedging. Jeder einzeln. Und hat entschieden, dass es leid war, Frauen aus EU-Usern herauszuholen und sie so gehen zu sehen. Also war einem Modenclub beitreten Kindergang. Sagte, lassen Sie sich von niemandem sagen, dass es ein Gang ist. Ein Club, ein Charter, ein Bruderschaft von Familien, die all von Agendo so hingekehrt waren, worüber sie nicht reden wollten. Und 2015 hätte gemeinsam mit 2 anderen Mem die nun. Beid Marines, beid mit demselben Stapels klagte, hat asliche 1 TZ im Kauf, etwas jagrau endet, das Ironworks Project heißt. Das Ironworks Project war nicht Gino ein Geminatage Organisation. Es war nicht offiziell. Es hat kein Website. Was es war ein Netzwerk von Bars und Clubler-Usern in 4 Bundesstaaten, geht mit einem Hinterzimmer, einem Sofa, einer funktionierenden Dash, einer Jessetwaden Tür und einer Liste von Telefonnummern. Die Telefonnummern gehörten an Leuten. Ihn Devon geh einem pensionierten Bundesrichter namens Mike Delaney. Und in der Nacht, als Rachel Monroe mit einem Blutgas an ihrem Kinn und $400 in ihrer Handtasche in des Ironworks hinging, wo sie anwissentlich in die nannte solche Bar im Netzwerk hineingegangen. Und sie war die 241. Frau Jewisen, die durch ein dieser TU gegangen war. 239 von ihnen waren zur gegangen. Rachel schlief in dieser Nacht auf dem Ledersofa im Hinterzimmer. Die Frau von jemandem, ein Vornehmenskalle mit Tattoos auf beiden Armen und einer weichen Stimme, saß in einem Stuhl ihr gegenüber, bis sie ihn schlief. Die Tür war gesichert. Die Bar war ruhig. Draußen in Beltenham einmal an Warte auf. Am Morgen erschien Mike Delaney mit einem Ordner. In diesem Ordner befanden sich die folgenden Dinge. Ein bereits eingebettet 1-2 Verfügung, fertig eine Neischung in dem Bezirk, in dem Rachels ehrliches Heim war. Ein Pro, Bono Vermittlung zu einem Schädungsanwalt in Phoenix. Fotografien des Blutgasses an Rachels Kinn, aufgenommen an diesem Morgen mit einer datumstempelten Kamera, besagt von 2 Bikern und einem pensionierten Richter. Ein untersigniert Echo rang des Jungle Deputies, dessen Name sich als Jeremy Walsh herausstellt, in der alles beschreibt, was in der vorigen Nacht gesehen hat und als, was ihm Sergeant Monroe auf dem Hinweg mitteilt hat. Und ihn versichelte Umschlag, den Mike zuletzt über den Tisch zu Rachel schob. Das gehörte ihnen. Wenn sie es mochten, sagte er. Es ist ein Telefonnummer für eine Frau namens Patricia. Sie leitet ein Bürgerschem in einer Stadt 1000 Kilometer von hier. Sie war 11 Jahre lang mit einem Polizisten verheiratet. Sie würde als verstehen, was sie aus Chess durchmachen würden. Sie müssen sie nicht anrufen. Sie müssen sie überhaupt nicht anrufen. Aber sie ist da. Rachel nahm den Umschlag. Sie erfahrt nicht. Sie hielt ein mit beiden Eschnenden. Warum, sagt sie, ihr Stimme war leise. Warum werden sie all das für jemanden tun, den sie noch nie getroffen haben? Mike Delaney lächelt, ein kleines trauriges Lächeln. Weil meine Tochter war 26 Jahren,
Mam. Sich von einer Brack gefahren hat, anstatt ihn weiters Mile nach Haus zu man zu gehen. Und als ich danach ihre Seken durchging, fand ich einen Brief, den sie geschrieben an Nei abgeschickt hat. Es war ein Brief, in dem sie mich ihren weiter einen Bandesrichter Hilfe bat, und ich hatte es nicht gewusst. Sie hat es mir nicht gesagt. Sie hat es mir nicht gesagt. Tippt auf den Ordner. Das ist es, was ich jetzt mach. Rachel sagt nix. Sie steckt den Ausschlag in ihr Handtasche. Diesel fuhr an diesem Nachmittag ihr Auto zu einer sicheren Adresse in Phoenix. 3 andere Biker fuhren auf ihren Maschinen hinter dem Handel den gesamten Weg. Sie sagten kein Wort, als sie ankamen. Sie stellten einfach sicher, dass sie drinnen war. Sie warteten, bis sie die Tür abschloss. Dann fuhren sie weg. Derek wird 6 Tage später wegen ärgerlicher Körperverletzung verhaftet, gestern auf Vorjai Krankenakten, von den Rachel nicht gewusst hat, dass sie sogar Englisch wären. Sergeant Ray Monroe wird für die Dauer einer Untersuchung vom Dienst freigestellt. Die Untersuchung dauert 8 Monate. Am Ende kam die Wahl zwischen Endigung und Anklage. Wong halt die Endigung. Die Aufnahmen, iterat Rachel später, wären sehr überzeugend gewesen. Ein Jahr nach der Nacht im Iron Works lädt Rachel in einer kleinen Wohnung in einer Stadt, die sie sich selbst ausgesucht hat, und arbeitet an einem Job, auf den sie sich selbst beworben hat, und antwortet auf einen Namen, den sie aus ihren eigenen Suche genommen hat. Und eines Morgens in jenem Frauling stand sie im Badezimmer dieser Wohnung und sah sich im Spiegel an. Der Blutergas war längst verschwunden. Da schnitt auf Alipli war in winzig blasse Lüni, die man nur sehen konnte, wenn man wusste, wo man hinschauen musste. Ihr Augen hatten nicht mehr den Blick eines Tiers, das gejagt worden war. Sie wusch Jessit. Sie trug nicht es mit einem Handtuch. Und sam ersten Mal seit mehr Jahren, als sie sich erinnern konnte, sagt sie nicht beim Jer asch einer Tür zusammen, die irgendwo anders im Jebe Jud schloss. Sie schloss die Augen. Sie dachte an einen groß, in Mann in einer Lederwest mit einer Kaffeetasse, das sich vorbot, einer Frau, die noch nie getroffen hat, ihr feire Worte zu flüstern. Und sie flüstert so an niemanden, an sich selbst an jen.